Es ist Stunde 48. Kein Strom, kein fließendes Wasser, kein Kühlschrank. Was liegt in deiner Küche, das noch gegessen werden kann? Die meisten Menschen haben für solche Situationen keine Antwort, nicht weil sie es nicht wollen, sondern weil ihnen niemand je gezeigt hat, wie. Was du heute siehst, ist kein theoretischer Notfallplan. Es ist ein vollständiges Ernährungssystem für 5 Jahre: Frühstück, Mittagessen, Abendessen, ohne Kühlschrank. 3 Kits. Jedes für eine andere Mahlzeit des Tages, jedes ohne Strom, ohne Kühlung, ohne Konservierungsstoffe, bereit genau dann, wenn du es brauchst. Die Technik ist nicht neu. Generationen vor uns haben auf diese Weise gelebt. Nicht aus Vorsicht, sondern weil es keine andere Möglichkeit gab. Heute haben wir eine Wahl. Und genau das macht dieses Wissen wertvoll. Nicht als Zwang, sondern als Freiheit. Die Freiheit, nicht abhängig zu sein. Ich zeige dir heute 3 vollständige Mahlzeiten, die 5 Jahre halten, ohne Gefriergerät, ohne Vakuummaschine, ohne industrielle Verarbeitung, alles mit Haushaltsmitteln. Jedes Kit funktioniert auch dann, wenn du kein Wasser erhitzen kannst. Alle 3 lassen sich kalt rehydrieren, notfalls auch ohne jede Wärmequelle. Wer neben diesen 3 Kits noch tiefer einsteigen möchte, im ersten angehefteten Kommentar findest du 114 solcher Methoden als vollständiges Handbuch. Beginnen wir mit dem Frühstückskit. Das Ziel: maximale Energie am Morgen, ohne Kühlung, ohne Kochvorgang, mit genau 3 Grundzutaten. Alle trocken, alle lagerfähig. Zutat 1: Haferflocken. Kernige, nicht zarte, sie rehydrieren langsamer, bleiben aber doppelt so lange haltbar und behalten ihre Nährstoffe vollständig. Zutat 2: getrocknete Früchte. Äpfel, Pflaumen oder Aprikosen, selbst getrocknet bei 50 Grad im Ofen mit leicht geöffneter Tür. Keine Zusätze, keine Sulfite. Zutat 3: Vollmilchpulver, immer das fettreichste verfügbare, niemals entrahmt. Das Fett liefert die Energie und trägt gleichzeitig zur natürlichen Haltbarkeit bei. Die 3 Zutaten werden im Verhältnis 2:1 zu einem halben Teil abgemessen. 2 Teile Haferflocken, 1 Teil getrocknete Früchte, ein halber Teil Milchpulver. Optional: ein Teelöffel gemahlener Zimt pro Portion. Zimt verlangsamt den Blutzuckeranstieg, verlängert das Sättigungsgefühl und hemmt das Wachstum von Schimmelpilzen im Kit. Alles wird trocken gemischt und in einem weithalsigen Einmachglas verschlossen. Dann kommt das Entscheidende: ein Sauerstoffabsorber direkt ins Glas, bevor der Deckel schließt. Der Sauerstoffabsorber entzieht dem Glasinneren den letzten Rest Sauerstoff vollständig. Ohne Sauerstoff kein Schimmel, kein Bakterienwachstum, 5 Jahre Haltbarkeit werden möglich. Zubereitung im Notfall: einen Esslöffel Milchpulver und 2 Esslöffel der Frühstücksmischung in kaltem Wasser einweichen, 30 Minuten genügen, kein Feuer nötig. Mit warmem Wasser schmeckt das Frühstückskit wie ein echter Haferbrei. Kalt ergibt es ein dichtes, kalorienreiches Müsli. Beide Varianten vollständig sättigend. Warum kernige Haferflocken und nicht Instant-Hafer? Instant-Hafer enthält weniger Fasern, löst sich zu schnell auf und hat eine deutlich kürzere Haltbarkeit bei Lagerung. Das Frühstückskit liefert pro Portion ungefähr 400 Kilokalorien, 30 Gramm Kohlenhydrate, 8 Gramm Protein und ausreichend Fett für 4 bis 5 Stunden Energie. Ein Glas fasst 30 Portionen. Das sind 30 Frühstücke in einem einzigen Einmachglas, das weniger Platz einnimmt als eine Schachtel Cornflakes für 5 Jahre. Jetzt das Mittagskit. Das ist die komplexeste der 3 Mahlzeiten und gleichzeitig die wichtigste, wenn es darum geht, Muskelkraft und Konzentration zu erhalten. 3 Komponenten bilden das Mittagskit: getrocknetes Rindfleisch für Protein, getrocknetes Gemüse für Vitamine und Couscous für schnelle Energie. Alle 3 ohne Kühlschrank, 5 Jahre haltbar. Die Fleischkomponente: Rindfleisch, in dünne Streifen geschnitten, vollständig getrocknet, dieselbe Technik, dieselben 2 Zutaten, die wir im letzten Video vorgestellt haben.
Für das Mittagskit wird das Dörrfleisch nach dem Trocknen grob zerbröselt, in kleine, unregelmäßige Stücke, die sich beim Rehydrieren gleichmäßig im Gericht verteilen. Die Gemüsekomponente: Karotten, Lauch und getrocknete Erbsen, alle bei 50 Grad getrocknet, bis sie vollständig knochentrocken sind und beim Drücken zu Pulver zerfallen. Warum Couscous und nicht Reis? Couscous rehydriert vollständig in kaltem Wasser innerhalb von 20 Minuten. Reis braucht kochendes Wasser und mindestens 20 Minuten Hitze. Das Verhältnis im Mittagskit: 2 Esslöffel zerbröselte Dörrfleischstücke, 2 Esslöffel gemischtes Trockengemüse und 3 Esslöffel Couscous. Alles vorgeschichtet im Glas. Gewürze für das Mittagskit: gemahlener Kreuzkümmel, Knoblauchpulver und getrockneter Thymian, in kleinen Mengen beigegeben, aber chemisch aktiv als natürliche Konservierungsverstärker im Glas. Alles, Fleisch, Gemüse, Couscous, Gewürze, wird trocken in einem Einmachglas geschichtet, nicht gemischt. Jede Zutat bleibt bis zur Nutzung in ihrer eigenen Schicht. Warum schichten statt mischen? Gemahlene Gewürze können Feuchtigkeit aus dem Gemüse beschleunigt herausziehen, wenn sie direkt in Kontakt sind. Schichten verhindern das. Sauerstoffabsorber ins Glas, Deckel fest verschließen, dann Vakuum versiegeln. Wer keinen Vakuumversiegler hat, nimmt 2 Absorber statt einem. Der Effekt ist gleichwertig. Zubereitung im Notfall: den gesamten Glasinhalt in kaltes Wasser geben, 200 Milliliter pro Portion. 20 bis 30 Minuten einweichen, fertig, auch ohne Feuer. Mit Warmwasser verbessert sich die Textur erheblich. Das Gemüse wird weich, das Fleisch zieht auf und der Couscous bindet alle Aromen zusammen. Das Mittagskit liefert pro Portion ungefähr 600 Kilokalorien, 45 Gramm Kohlenhydrate und 30 Gramm Protein, eine vollständige Mahlzeit in einem Glas. Ein Glas Mittagskit fast 20 Portionen. 10 Gläser versorgen eine Person vollständig für 20 Tage. Ohne Einkaufen, ohne Kühlung, ohne Kochen. Salz wird nicht ins Kit gemischt, sondern separat gelagert. Es zieht Feuchtigkeit an und kann das Vakuum im Glas destabilisieren, erst beim Öffnen hinzufügen. Jetzt das wichtigste Thema beim Mittagskit: die Trocknungsqualität des Gemüses. Nicht jedes Gemüse trocknet gleichmäßig und das entscheidet über die Haltbarkeit des gesamten Kits. Karotten in dünne Scheiben schneiden, niemals in dicke Stücke. Ein einziges innenfeuchtes Stück Gemüse ist genug, um das gesamte Glas zu zerstören. Der Trocknungstest für Gemüse: ein Stück zwischen den Fingern zerreiben. Zerfällt es sofort zu Pulver, trocken. Biegt es sich leicht, zurück in den Ofen. Lauch wird in dünne Ringe geschnitten und bei 40 Grad getrocknet. Niedriger als Karotten, weil Lauch bei zu viel Hitze seinen Geschmack verliert. Erbsen werden blanchiert und dann getrocknet. 2 Minuten in kochendem Wasser, sofort in Eiswasser abschrecken, dann flach auf Backpapier bei 50 Grad trocknen. Warum blanchieren? Hitze deaktiviert die Enzyme in den Erbsen, die sonst während der Lagerung Geschmack und Farbe von innen zersetzen. Das Abendmahl-Kit hat einen anderen Zweck als die ersten beiden. Nicht nur Energie, sondern Wärme, Trost und psychologische Erholung nach einem langen Tag. Die Basis: eine konzentrierte Trockensuppe. Nicht aus der Tüte. Selbst hergestellt, aus echten Zutaten, ohne Glutamat, ohne Aromen, ohne industrielle Zusätze irgendeiner Art. 4 Zutaten bilden das Abendmahl-Kit: konzentrierte Knochenbrühe in Pulverform, getrocknetes Wurzelgemüse, Fadennudeln und getrockneter Schnittlauch, alle trocken, alle im Glas versiegelt. Die Knochenbrühe wird zuvor auf dem Herd eingekocht, 4 bis 6 Stunden mit Knochen, Lorbeer und Pfefferkörnern und dann bei 50 Grad vollständig getrocknet. Die getrocknete Brühe wird zu einem feinen Pulver zermahlen. Dieses Pulver ist das Herzstück des Abendmahl-Kits, hochkonzentriert, vollgepackt mit Kollagen, Mineralien und Glutaminsäure. Wurzelgemüse für das Abendmahl-Kit: Sellerie, Petersilienwurzel und Pastinaken. In feine Scheiben geschnitten,
bei 50 Grad getrocknet bis zur vollständigen Brüchigkeit. Fadennudeln werden roh verwendet. Sie sind bereits trocken und rehydrieren in heißem Wasser in 3 Minuten oder in kaltem Wasser in 15 Minuten. Getrockneter Schnittlauch kommt ganz oben ins Glas, direkt unter den Deckel. Als flüchtigstes Aroma braucht er den größtmöglichen Abstand vom Sauerstoffabsorber. Die Schichtung von unten nach oben. Brühenpulver, dann Wurzelgemüse, dann Fadennudeln, dann Schnittlauch. Jede Zutat in ihrer eigenen dichten Schicht. Unvermischt. Ohne Feuer. Den Glasinhalt in 300 Milliliter kaltes Wasser geben, 25 Minuten einweichen. Die Suppe entfaltet sich auch kalt vollständig. Auf dem Feuer oder Solarkocher entsteht aus demselben Kit in 8 Minuten eine dampfend heiße Suppe, in einer Krisensituation unschätzbar. Das Abendmahl-Kit liefert pro Portion ungefähr 350 Kilokalorien, reichlich Kollagen aus der Brühe, B-Vitamine aus dem Gemüse und komplexe Kohlenhydrate aus den Nudeln. Alle 3 Kits werden in identischen weithalsigen Einmachgläsern gelagert, beschriftet mit Inhalt und Datum, in einem kühlen, dunklen Raum. Die Sauerstoffabsorber sind nicht optional, sie sind das Herzstück des Systems. Ohne sie beginnen Fette zu oxidieren, Farben zu verblassen und Nährstoffe sich abzubauen. Sauerstoffabsorber gibt es günstig im Onlinehandel. Ein Absorber der Größe 300 Kubikzentimeter reicht für ein halbes Liter Einmachglas vollständig aus. Bei korrekter Ausführung, vollständig getrocknete Zutaten, Sauerstoffabsorber, kühle und dunkle Lagerung halten alle 3 Kits 5 Jahre ohne Qualitätsverlust. Die einzige Bedrohung ist verbliebene Feuchtigkeit. Eine einzige Zutat, die nicht vollständig trocken war, kann das gesamte Glas in wenigen Wochen zerstören. Vor dem Verschließen jedes Glases den Trocknungstest wiederholen, alle Zutaten einzeln prüfen, erst dann ins Glas geben. Keine Abkürzungen bei diesem Schritt. Für eine Person für ein ganzes Jahr. 12 Frühstücksgläser, 12 Mittagsgläser und 12 Abendgläser. 36 Gläser insgesamt für 3 vollständige Mahlzeiten täglich. 36 Gläser pro Person pro Jahr, mal 5. Das sind 180 Gläser in einem kühlen Keller, vollständige Nahrungsautonomie für eine Person. Die Investition ist gering. Einmachgläser, Sauerstoffabsorber und die Grundzutaten. Keine Spezialausrüstung, kein Strom beim Lagern, keine laufenden Kosten nach dem ersten Befüllen. Was ist, wenn kein Leitungswasser verfügbar ist? Alle 3 Kits funktionieren auch mit Regenwasser, gefiltertem Quellwasser oder Tauwasser. Jede saubere Flüssigkeit reicht. Sicherheitscheck vor dem Öffnen. Wölbt sich der Deckel nach oben, ist das Vakuum weg. Riecht der Inhalt fremd, sofort entsorgen, ohne zu kosten. Dieses System ist nicht für den Weltuntergang gedacht. Es ist für den normalen Ernstfall. Einen Sturm, einen längeren Stromausfall, eine Versorgungsunterbrechung. In solchen Momenten ist Nahrung nicht das erste Problem. Die Unsicherheit ist es. Wer einen Vorrat hat, hat nicht nur Essen, sondern Ruhe und Kontrolle. Fang mit einem einzigen Wochenende an, ein Frühstückskit, ein Mittagskit, ein Abendmahlkit ins Regal stellen und für 5 Jahre vergessen. Das Regal mit den Kits ist kein Zeichen von Angst, sondern von Vernunft. Wie eine Hausratversicherung, ohne täglich einen Brand zu erwarten. 3 Mahlzeiten, 3 Gläser, ein System. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, 5 Jahre haltbar, ohne Strom, ohne Kühlschrank, ohne Abhängigkeit von einem Supermarkt. Wer dieses System weiter ausbauen möchte, findet 114 weitere Methoden im ersten angehefteten Kommentar unter diesem Video als vollständige Sammlung zum Herunterladen. Wer diesen Kanal durch den Kauf unterstützt, trägt dazu bei, dieses Wissen weiter zu verbreiten. Das ist der Sinn dahinter. Kein Verkauf, sondern Weitergabe. Irgendwann, in einer ruhigen oder einer unruhigen Stunde, wirst du froh sein, diese Gläser im Regal zu haben. Und du wirst wissen, warum.